Hallo und herzlich willkommen im Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wohne in Bielefeld und stricke sehr viel. Das ist jetzt die dritte Folge meiner Serie zum Frühlingsputz in meinen Strickregalen beziehungsweise in meinen Strickprojekttaschen. Wie ihr ja unschwer und sehr schnell erkennen werdet, in diesem Podcast geht es vorwiegend oder es geht immer ums Stricken und ja, sehr viel auch um meine aktuellen Strickprojekte gerade. Ich habe in den letzten 2, 3, 4 Folgen mehr Projekte gezeigt als seit dem Moment der ersten Folge. Ich bin jetzt seit knapp über einem Jahr am Podcasten und zeigen, was ich hier alles stricke. Und was ich alles kaufe, mir alles zeige ich nicht, aber ich zeige relativ viel, was ich an Wolle gekauft habe, meine strickigen Abenteuer, meine Strickreisen, naja, bei denen ich dann halt auch stricke und andere Länder kennenlerne und andere Garne und Garnshops. Ich bin ein bisschen, oder ihr werdet merken, ihr merkt also, ich bin ein bisschen nicht aufgeregt, sondern ich bin aus der Puste, weil ich die ganze Zeit jetzt hin und her gerannt bin und gedacht habe, nehme ich heute noch auf oder nicht? Ich habe mich fürs Aufnehmen entschieden. Die Folge, die ich davor aufgenommen habe, genau genommen habe ich sie letzte Woche aufgenommen, die habe ich erst heute zu Ende bearbeitet. Die wird gerade gespeichert. Also auch das Speichern von neuen Folgen dauert mehrere Stunden manchmal, zum, zumindest bei mir. So, ich musste gerade stocken, weil man die Nachbarn hören kann. Ich hoffe, man kann sie nicht im Video hören. Ich versuche währenddessen den ja, Hintergrund sozusagen hochzuhalten, sodass ihr meine Nachbarn nicht hört. Weil hinter mir ist zwar ein Schrank, aber hinter dem Schrank ist eine sehr dünne Wand. Da haben wir beim Umbau im Haus nie so drauf geachtet. Ja, ich fürchte, man kann sich hören. Ich hoffe, man erkennt nicht, was sie sagen. In jedem Fall tut es mir leid. Ich hoffe, das legt sich gleich. Ja, also, wir sind wieder bei dem Frühlingsputzkall und wir machen immer noch eine Strickinventur in meinen Projekttaschen. Aber bevor wir mit ganz vielen Projekten weitermachen, wollte ich die frohe Botschaft mitteilen. Wir sind jetzt bei über 2000 Abonnentinnen und Abonnenten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die naja, die meinen Kanal abonniert haben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich freue mich sehr, euch alle hier zu sehen, sowohl die neuen Abonnentinnen als auch diejenigen, die von der ersten Folge dabei sind, vielleicht auch diejenigen, die ich persönlich kennengelernt habe. Das ist immer wieder eine schöne, wirklich schöne Bereicherung, insbesondere auch wenn es um so ja, weniger schöne Ereignisse geht, wie in einem kurzen Video, das ich vor kurzem, also am 12. Februar genau genommen, veröffentlicht habe. Es gibt mir wirklich viel, wenn ihr ja, irgendwie eine Reaktion zeigt und ich sehe, dass ich nicht alleine damit bin. Ja, aber wir sind bei über 2000 Abonnentinnen nun und wie versprochen gibt es jetzt auch eine Verlosung. Und zwar verlose ich dieses wunderschöne Sockengarn. Das ist von West Yorkshire Spinners Signature 4-Ply. Die Farbe heißt Spring Green. Es gibt also ach ja genau, das sind 400 Meter. Das reicht also auf jeden Fall für mindestens 2 erwachsenen Socken, also für ein Paar erwachsenen Socken. Bei mir reicht so ein Knäuel normalerweise für ein Paar Socken für mich und ein Paar Socken für mein Kind und dann bleibt noch was über. Das heißt, es müssten eigentlich 2 Paar erwachsenen Socken in Größe 38, 39 drin sein. Ja, also dieses wunderschöne Knäuel wird verlost und das ergibt Streifen, ja, wie unschwer zu erkennen. Das ergibt also coole grüne oder so von grün nach gelb oder von gelb nach grün Streifen über die gesamte Socke verteilt. Es sei denn, man nimmt natürlich noch ein anderes Garn für irgendwelche Teile der Socke. So, ich verpacke das jetzt vorsichtig in ein schönes Säckchen. Damit
das Knäuel nicht verstaubt. Und die Teilnahme an dieser Verlosung ist dadurch möglich, dass ihr also unter diesem Video einen Kommentar schreibt. Und zwar möchte ich natürlich, ja genau, also in diesem Kommentar nicht nur ein Herzchen setzen oder sowas, worüber ich mich auch sehr, sehr freue immer. In diesem Fall aber reicht das Herzchen nicht aus, sondern wenn ihr also an der Verlosung teilnehmen wollt, dann schreibt bitte in den Kommentaren hier unter diesem Video, wo und wie ihr gelernt habt, Socken zu stricken und was eure Lieblingssockenwolle ist. Und indem ihr das tut, also indem ihr kommentiert, erklärt ihr euch auch damit einverstanden, oder erklärt ihr euch mit allen Konditionen der Verlosung einverstanden. Und diese Konditionen sind, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid, dass ihr damit einverstanden seid, dass ich die Gewinnerin oder den Gewinner hier im Podcast bekannt gebe. Und zwar nenne ich den Namen, den man im Kommentar auch sehen kann. Und dass ihr dann bereit seid, mir die Adresse mitzuteilen per E-Mail, damit ich den Gewinn an euch auch schicken kann. So, und der Rechtsweg ist ausgeschlossen, was auch immer das heißen mag. Und ja, also viel Erfolg. Die Verlosung läuft bis zum 29. Februar. Ich wollte gerade sagen, am 30. Februar lose ich aus. Am 1. März lose ich aus oder halt irgendwie an einem der Tage nach dem 29. Februar und in der Folge, die danach aufgenommen wird und veröffentlicht wird, gebe ich die Gewinnerin oder den Gewinner bekannt. Das war der erste Punkt in dieser schönen neuen Folge. So, und jetzt gucken wir uns mal wieder ein paar meiner Projekte an. Ich habe selbst schon ein bisschen Angst, weiter zu gucken. Der Haufen ist zwar wirklich deutlich geschrumpft, aber der ist noch nicht weg. Ja, und jetzt gucken wir uns diesen wunderschönen, ja, so Filzkorb, sage ich mal, oder Filztasche an. Als erstes haben wir hier einen Cardigan wieder. Das ist ein Bramsche Cardigan von, ich glaube, das ist eine gute Frage mal wieder. Ganz schnell muss ich mal raussuchen. Das müsste Bramsche. Das müsste ein Bramsche Cardigan sein. Ich habe ja einen schon gestrickt. Mittlerweile habe ich übrigens 42 Projekte, davon aber eins, glaube ich, schon fertig in meinem Revelry Ordner. Ich kann nicht mehr schreiben. Ach, Mano. Bramsche. So. Ich habe das Projekt auch Summery Bramsche genannt, weil das eigentlich angedacht war als ein Sommer-Cardigan. Ich wollte den mit kurzem Arm machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tatsächlich so mache, weil das Garn recht dick ist, aber sehr weich, ja, und die Farbe ist halt sommerlich. Also, das Bramsche Cardigan von Anke Strick. Und ja, das ist einfach nur ein Cardigan, bei dem die Passe sowohl mit Traglandzunahmen als auch mit so verteilten Umschlagzunahmen sozusagen breiter gemacht wird oder in Form gebracht wird. Man strickt von oben nach unten, man schlägt, glaube ich, provisorisch an, zumindest habe ich das gemacht, provisorisch angeschlagen. Wenn man fertig ist mit dem Körper, strickt man hier die Knopfleisten an. Daran habe ich auch gescheitert sozusagen. Dann macht man die Ärmel und den Halsausschnitt oder das Halsbündchen. Und zwar, ja, ich bin daran gescheitert, in der Knopfleiste werden ja die Knopflöcher gemacht und man muss dafür aber ausrechnen,
wo genau sie sich befinden sollen, weil man sie quasi so einstrickt. Also da sind so Einreihen Knopflöcher, man strickt und macht sie dann direkt. Und ja, weiß ich nicht, irgendwie hat es gestockt und dann lag der Cardigan ganz lange. Ich möchte ihn natürlich möglichst schnell wieder zu Ende stricken, aber ich habe halt noch viele andere Sachen, die ich möglichst schnell zu Ende stricken möchte. Ich weiß nicht genau, wann ich damit weitermache, aber er wird auf jeden Fall nicht geribbelt. Man strickt mit recht dicken Nadeln. Ich stricke mit 4,5 und 5,5. Also ich denke mal, die Bündchen stricke ich mit 4,5, den Rest mit 5,5. Das heißt, es geht eigentlich recht schnell. Und ja, ich gucke mal, ob ich dann auch die Ärmel noch dran stricke oder ob ich das tatsächlich so lasse. Das Garn ist wirklich schön. Zwar dick und warm, hoffentlich warm. Also ich habe noch nie was aus diesem Garn getragen. Das ist Northern Lights von BC Garn. So sieht es aus. Und die Farbe ist Nummer 14. Das ist ein Garn mit 200 Metern auf 100 Gramm. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Zumindest so vom Gefühl her, wie sie das verstrickt. Das Maschenbild ist sehr schön. Ja, man sieht, ja, ist schönes, weiches Garn. Also ist zwar 100% Wolle, habe ich gar nicht gezeigt oder vorgelesen. Soweit ich weiß, ist das 100%. Ach nee, ist gar nicht wahr. Ist 80% Pure Organic Wool, also organische Schafwolle und 20% Seide. Deswegen ist das so weich wahrscheinlich, beziehungsweise wahrscheinlich ist das auch noch Merino. Das heißt, ja, ist einfach nur wirklich, wirklich angenehm weich und fühlt sich auch schön angenehm warm an, ohne dass man da drin schwitzen oder viel schwitzen würde. Das ist ein Projekt, geht auf den Cardigan-Haufen. Dann habe ich hier 2 Decken. Eine Decke, das ist eine riesige oder ein riesiges Granny Square. Habe ich schon mal ein paar Mal gezeigt im Podcast. Viel mehr ist hier nicht geworden. Also ich stricke nach und nach so ein bisschen die Reste in Decay-Stärke mit einer Häkelnadel in der Nummer oder mit der Nummer 4. Ich habe also hier eine wunderschöne Häkelnadel von Adi Nummer 4 mit einem Holzgriff. Finde ich sehr, sehr angenehm und sieht auch genauso aus oder sehr, sehr ähnlich wie meine antike reparierte Häkelnadel. Ich zeige sie mal zusammen. So, die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Ich bin wirklich glücklich mit der Häkelnadel. Mit mir nicht so, was das Weiterhäkeln angeht, aber ja, sie ist schön bunt. Irgendwann mache ich weiter. Das ist das nächste Projekt, das ich hier habe und fertigstellen muss. Das geht auf auf den Deckenhaufen. Hier habe ich etwas, was ich wahrscheinlich gar nicht gezeigt habe bisher. Was ist das? Etwas, was sehr scharf, wie soll ich sagen, sehr nach Schaf riecht. Das stricke ich aus Plotolopi, aus so Natur, ja, Ecrufarben, beige, so ganz hell beige ist das. Und das ist einfach nur eine improvisierte Decke, so eine Tagesdecke, irgendwie so ein Überwurf. Ich bin natürlich mitten in der Reihe, deswegen kann ich es nicht so gut zeigen. Man sieht, dass da irgendwie so eine Art Muster angedeutet ist. Ursprünglich wollte ich die Decke komplett kraus rechts stricken. Ja, habe ich angefangen und dann habe ich mich total gelangweilt. Dann dachte ich, okay, dann mache ich halt glatt rechts. Also habe ich glatt rechts gemacht, ein paar Reihen, dann habe ich mich wieder gelangweilt. Also habe ich so ein quer, ja, wie so eine rechte Reihe nur quer gelegt. Kann ich nicht, ich weiß nicht genau, wie so ein Querzopf gemacht mit einer Reihe von rechten Maschen. Das sah ganz hübsch aus. Dann habe ich einfach nur ein bisschen kraus rechts gemacht. Dann habe ich wieder so eine
Querreihe gemacht, dann wieder glatt rechts und jetzt stricke ich wieder glatt kraus rechts. Und hier habe ich angefangen, irgendwie so ein Rechts-Links-Muster zu machen, um mich nicht zu doll zu langweilen. Ich bin auch weiterhin ja, fest entschlossen, die Decke irgendwann zu Ende zu stricken, aber ich glaube, das wird ein Jahrhundertprojekt. Ich stricke von einer Platte direkt mit zwei Fäden. Lotulope ist ja ein unverspunnenes Garn. Ich habe auch eine Folge dazu gemacht, wie man mit unversponnenen Garnen stricken kann und wie sie sich so für mich anfühlen, welche, ja, wozu irgendwie, oder wie kann man damit stricken, ohne dass der Faden nicht ständig reißt. Und ja, das unversponnene Garn ist ja quasi so ein Vorgarn, oder nicht quasi, sondern ein Vorgarn, ist also einfach gar nicht verzwirnt und gar nicht versponnen. Das ist ja eine Vorstufe vor dem Spinnen und vor dem Verzwirnen. Ja? Und entsprechend fragil ist das Garn. Das heißt, wenn ich jetzt ziehen würde, würde das Garn recht einfach reißen. Also ich müsste nicht reißen, sondern nur ziehen, weil hier liegen einfach Fasern, also liegen Fasern einfach nebeneinander. In der Folge über meine Erfahrungen mit unversponnenen Garnen sage ich was dazu. Äh, also zu unterschiedlichen Arten von unversponnenem Garn, und in diesem Fall sage ich einfach nur, mit Lotulopi habe ich null Probleme, insbesondere nicht, wenn ich doppelfädig stricke. Ja, und das klappt wunderbar. Ich stricke das mit der Sechsernadel, soweit ich mich erinnern kann, nur halt nicht besonders häufig. So, aber die Decke bleibt und wird irgendwann weiter gestrickt. Dann haben wir in diesem, ja, Korb, ach, das zeige ich auch. Wir haben in diesem Korb auch die ersten Strickversuche meiner Tochter. Ja, das sind sie. äh, Ich habe angeschlagen und sie hat ja mehr oder weniger selbst gestrickt. Das ist, wie das unschwer zu erkennen ist, Kraus rechts. Das ist nicht perfekt. Ja, also hier passierte irgendwas Unverständliches mit den Maschen. Sie strickt aus einem sehr dicken Garn. Und das war, soweit ich mich erinnern kann, so ein Set zum Stricken lernen für Kinder. Ja, da waren auch diese Nadeln. Da hier so Herzchen sind, war das nee, von Adi war das nicht? Ich weiß es nicht mehr von wem, aber auf jeden Fall war das so ein Set ohne Maschenstopper, aber mit diesen Nadeln. Ja, also sie hat im Moment kein Interesse am Stricken lernen, was ich sehr schade finde, aber so ist das nun mal und ich will sie natürlich nicht zwingen. Aber wenn ich jetzt eine Empfehlung abgeben darf dazu, ob man mit so einem Set stricken lernt, mein Empfinden ist, man sollte dem Kind etwas dünnere Nadeln geben als die hier. Ich glaube, das ist 4,5 oder so. Ich kann es nicht. Nee, das ist 5. Das sind 5 Millimeter Nadeln. Ich würde dem Kind dünnere Nadeln geben, also maximal 4 oder vielleicht, ja, 3,5 vielleicht nicht unbedingt, aber maximal 4 und dünneren Faden. Ja, die Verzwirnung ist gut. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das Ganze hier viel zu dick ist, einfach nur. Und ja, schönere Farben sollten es auch sein. Wäre so meine Empfehlung. Gut. Dann habe ich hier noch einige Projekte. Eieiei. So, ich gehe mal wieder zu meinem Reverie-Übersicht. Und zwar habe ich hier die Promenadenbluse, also Promenade Blouse, die ein bisschen ja, zerknittert aussieht, weil ich sie zwar eigentlich fast fertig also den Körper fertig gestrickt habe, aber dann die Nadel einfach rausgezogen habe. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe, man sieht, das ist komplett durchsichtig, das, was ich hier gestrickt habe. Man sieht auch, dass mir diese Version zu eng sein muss. Ja, also wenn ich sie so dehne, dann, sie passt natürlich, dehnt sich ja alles, aber wenn ich sie anziehe, dann ist das wie ein eng anliegendes Shirt an mir und nicht so, wie sie eigentlich angedacht ist, so relativ
locker. Ich gucke mal, ob ich sie hier irgendwo finde, wo man sie komplett sehen kann. Ich glaube, hier kann man das recht gut erkennen. Das ist die Promenade Blouse von Kadri. Eigentlich genau das gleiche, wie ich es gestrickt habe, in genau den gleichen Farben. Das ist bestimmt andere, sind bestimmt andere Garne, aber ja, jedenfalls, ich hatte die Bluse schon mal gestrickt, also den Körper ja, so bis hierhin ungefähr gestrickt gehabt, anprobiert. Sie kam mir zu groß vor. Also habe ich geribbelt und eine Größe kleiner gestrickt und sie ist mir zu eng. Und dann hatte ich natürlich wirklich das Interesse komplett verloren, sie nochmal zu stricken in irgendeiner Form. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll, weil das Ribbeln von Mohair natürlich nie so der Spaß ist. Ich stricke oder ich habe gestrickt aus La Mana Premia in Farbe Nummer 3 oder 03. Das sind, wie ich jede Folge fast zeige, 60% Mohair, 40% Seide, ist ein sehr schönes Seidenmohair. Und das Merino-Garn, das ich hier verwende, ist von Hedgehog Fibers. Skinny Singles heißt die Linie oder die Serie oder so. Also Hedgehog Fibers, Skinny Singles, und das ist Farbe Crystal, also Kristall. Ich weiß nicht, also ich fand ich liebe ja Stricken mit Singles, also mit Dochtgarnen. Einfädig ist das ja. Weil sie zwar dünn sind, aber trotzdem flauschig. Ja. Und bei mir verzieht sich das Gestrick dann am Ende auch nicht. Zumindest das, was ich bisher gestrickt habe, verzieht sich nicht. Aber hier verstrickt sich das Garn irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Das ist so, also so überhaupt nicht flauschig. Ja, also das ist so ein bisschen wirklich wie Dochtgarn, also so ein bisschen wie Drahtgarn, ohne dass es fest ist oder irgendwie kratzig. Ja, ich glaube, ich muss es rübbeln, weil so kann ich das natürlich nicht tragen. Für meine Tochter ist das noch nichts, also kann sie nicht tragen. Das ist für einen Erwachsenen etwas. Das geht auf den Ribbelhaufen, wie weh mir das auch tut, aber das macht keinen Sinn. So, Ribbelhaufen. So, dann habe ich hier noch was Graues, was ich auch unbedingt stricken möchte. Das geht dahin. Und zwar war das ist Kadri. Ich muss mal schauen. Nee, das habe ich jetzt hier nicht. Das ist ein Teststrick gewesen. Entschuldigung, ich muss jetzt wieder mal suchen. Das war die Volja Blouse von Teti Lutzak. Ich zeige mal, wie sie aussehen soll, bevor ich meine Variante zeige. So. So soll das Strickstück aussehen, beziehungsweise so hat das die Designerin gestrickt oder so hat sie sich das gedacht. Hier habe ich wieder was in Grau. So, ich bin echt nicht weit gekommen, weil ich völlig überrumpelt war von der Menge an an Gestrick, das man zu verarbeiten hatte. Man nimmt sehr schnell und recht viel zu in dieser Bluse, zumindest bei meiner Größe. Und dann strickt man auch, ja, tut mir leid, dass man das nicht so gut sehen kann, weil ich natürlich viel zu kurze Seil habe. Dann, ja, strickt man echt, ich glaube, mit Dreiernadeln habe ich das hier stehen. Ja, nee, ich stricke Größe 3. Die Nadeln habe ich hier nicht markiert, nicht angegeben. Aber ich glaube, ich habe mit der Dreiernadel gestrickt, also so wie im in der Anleitung angegeben, und ich kam einfach nicht weiter. Also ich habe gestrickt und kam einfach nicht weiter. Das hat ewig lange gedauert. Das war wirklich sehr, sehr mühsam. Die Garne, die ich verwende, ratet mal, welches Seidenmohair ich verwende. Ja, lange muss man nicht raten. Das ist mal wieder
Lamana, wahrscheinlich sogar die gleiche Farbe wie bei der Bluse, die ich gerade gezeigt habe. Und das zweite Garn ist ein Leinengarn, das sind 100% Leinen, aber ich fürchte, ich finde den Zettel nicht. Doch, also ich habe nicht den Zettel gefunden, sondern ich habe das Garn gefunden hier in Ravelry. Und zwar habe ich das Garn von Wollen Berlin und das ist ihre eigene Garnmarke. Das ist Lino Muka. Also zumindest habe ich da so in Erinnerung, dass es ihr eigenes Garn ist. Ja, in Farbe Grau. Und Lamana Premia habe ich hier in Farbe 37 Perlgrau. Ja, also das Zusammenspiel ist natürlich wirklich schön. Ja, so sehen die beiden Garne zusammen. Und ich fand auch die Zusammensetzung bzw. die Verwendung dieser beiden Garne zusammen fand ich sehr spannend. Ich finde es immer noch sehr spannend. Deswegen werde ich diese Bluse zu Ende stricken, weil 100% Leinen und Seidenmohair habe ich persönlich noch nie zusammen verstrickt. Ich werde das zu Ende stricken und waschen und bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, also das Gestrick fühlt sich wirklich wie so eine Mischung von Leinen mit was Flauschigem an, aber angenehm. Ja, also ist irgendwie interessant, so ein bisschen papierig, aber trotzdem sehr schön. Ja, also irgendwann werde ich so eine hellgraue Bluse haben, hoffe ich zumindest. Geht also auf den Pulloverhaufen. Dann habe ich hier, das ist das letzte Strickstück aus dieser Tasche, habe ich hier was Wunderschönes und ich verstehe nicht, beziehungsweise doch, ich verstehe schon, warum ich das nicht weiter stricke. Ich zeige es zuerst. Ich meine, ich habe das, ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt schon mal im Podcast gezeigt habe. So, das liegt sehr lange schon dort und ich bin über das Gröbste quasi hinaus. Also ich habe schon die Ärmel abgetrennt, das Strickstück passt perfekt. Man sieht, das ist ein wunderschöner ein wunderschönes Zopfmuster, Raglan Konstruktion und das soll ein Kleid sein. Und zwar, ich zeige gleich, welches Kleid das sein soll. Im Moment, ich muss mal schauen, dass ich das in groß finde. Das ist bei mir hier ausgedruckt. Und dann ist es nie so einfach ausgedruckt und zusammengeknüllt. Entschuldigung, das ist viel zu. Aber ihr versteht, eine Vorbereitung auf diese Art von Folgen ist quasi nicht möglich. Ich muss das auf Ravelry aussuchen, weil da kann ich das vergrößern. Das ist das Kleid Ancasta von Meju oder Meju Knits. Ja, ein sehr, sehr schönes Kleid. Ich will das etwas kürzer machen, vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, dass ich genug Garn habe, um das so lang zu machen. Man sieht aber, das ist wirklich richtig schön, oder? Also wenn man Zopfmuster mag, ist das sehr schön. Ab und zu stricke ich wirklich sehr, sehr gerne Zopfmuster und dann wieder nicht. Und ich stricke das Ganze aus der Rerum Natura Ulis, aus diesem Garn, in diesem wunderschönen Grau. Das ist ja auch Non-Superwash Merino, französische Merino. Und da sind 185 Meter auf 50 Gramm. Ja, das ist einfach nur sehr schön, das Garn. Ich hoffe, dass also das dehnt sich ganz bisschen aus mit dem Waschen oder nach dem Waschen. Ich hoffe, dass mir das nicht zu groß wird, aber dürfte eigentlich nicht sein. Ich hoffe auch, dass es mir nicht zu klein ist. Aber auf jeden Fall, was ich auch sehr schön finde, ist dieser Zopf hier auf der Schulter und dann halt auf dem Ärmel. Ich sollte das schnellstmöglich zu Ende stricken. Ich glaube, ich hole das jetzt wirklich raus hier, damit ich da heute dran stricken kann. Dann wird das eins meiner Februarprojekte, weil das würde, meine Güte, was habe ich denn hier für Fäden? Weil dann kann ich das vielleicht nur dieses Jahr tragen. So, und das ist in einer wunderschönen, antiken oder antik aussehenden Tasche. Ja, das geht auf den Pulloverhaufen, beziehungsweise das geht auf den Haufen, der neben meinem Bett steht und liegt und aus dem ich stricke. So, all die anderen Sachen
gehen wieder in diese Tasche, beziehungsweise die Decken gehen in diese Tasche. Alle anderen Projekte wandern hier raus und gehen auf verschiedene andere Haufen. Oh Mann, das ist echt schwierig, irgendwas hier so hinzulegen. Tut mir leid, aber ich finde sonst nichts mehr, wenn ich das jetzt nicht wieder halbwegs so zurücklege. Also das kriegt eine eigene Tasche. Dann können wir noch ein paar Ribbelsachen hier, glaube ich, vertragen. Ja, genau, das werde ich ribbeln. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich war Feuer und Flamme, eine Decke zu stricken. Oh, ich merke gerade, ich werde das nicht ribbeln. Das ist wirklich schlimm. Also ich wollte hier eine kleine Babydecke stricken, eine quadratische, in der Mitte angefangen. Und dann wollte ich sie irgendwie freestylen. Irgendwann wurde es langweilig, weil man halt natürlich immer größere Runden ziehen muss. Und ich habe mich mit dem, naja, ich habe versucht, hier irgendwie so eine Art Muster, Strukturmuster zu machen, damit das ein bisschen Abwechslung hat. Aber das Garn ist so unruhig, dass man dieses Muster überhaupt nicht sehen kann. Und eigentlich ist diese Abwechslung nicht notwendig. Ich glaube, ich werde doch nicht ribbeln, sondern zu Ende stricken. Aber ich muss ein paar Runden ribbeln, damit, ja, damit ich einfach geradeaus weiter stricken kann. Und das ist in Krausrecht gestrickt. Also ich habe, wie gesagt, einfach nur in Runde angeschlagen, 8 Maschen oder sowas. Und dann halt in alle 4 Richtungen gestrickt und an 4 Achsen, beziehungsweise an 2 Achsen, in jeder zweiten Runde zugenommen. Ja, und so kann man halt eine Babydecke stricken, komplett im Freestyle. Dann habe ich hier noch eine Decke. Ich habe meiner Tochter irgendwann mal, tut mir leid für die Geräusche, eine gelbe Decke versprochen. Ich habe sie auch angefangen, aber ich wollte mir die Arbeit sparen und keine Decke mit Muster stricken, sondern ich wollte einfach mal also keine Decke nach einer Anleitung stricken, sondern einfach nur raus rechts, geradeaus stricken. Aber wie man sich vorstellen kann, bei dieser Anzahl von Maschen ist so eine Kraus-Rechts-Decke sehr, sehr schnell langweilig. Und dann habe ich auch hier angefangen, irgendein Muster reinzustricken und wirklich sofort das Interesse verloren. Ich verstehe das nicht, was mit mir hier das Problem ist eigentlich. So, das Garn ist aber sehr schön. Ich habe hier eine gelbe Krone, die ich ein bisschen abgewickelt habe, damit ich das in 2 Fäden halten kann. Genau, ich stricke zweifädig mit der Nadel 4, mit der Vierernadel, wenn ich jetzt noch was sehen könnte. Ich sehe überhaupt nichts. Mit 4,5. Ich stricke also mit, das ist Holst, Korst, also ja, Korst halt, Holst Korst, und das sind 55% Wolle, 45% Baumwolle in Farbe Solar. Ja, ist einfach nur so ein richtiges Gelb. So Eiergelb sozusagen. Das muss ich zu Ende stricken. Ja, da komme ich nicht drum herum. Ich muss das zu Ende stricken. Genauso wie diese andere Decke. Wofür brauche ich so viele Decken? Ja gut, bei diesem Garn, das ist zwar 100% Wolle, aber auch 100% Superwash. Deswegen, ja, für Babys natürlich super. Aber für mich, für den Strickspaß, nicht so super. Ja, ich behalte sie erstmal beide, aber muss sie auf so einen Zweifelhaufen, in einen Zweifelhaufen hinschieben. So, und das letzte Projekt, das ich heute zeige, ist das das letzte? Was habe ich hier?
Die anderen sind so ein bisschen diffus. Genau, was ist das? Hm. Okay, das letzte Projekt, das ich heute zeige, habe ich schon mal gezeigt. Und das ist auch wieder so eine Schande, nee, wohl nicht so eine Schande. Das ist, Schande ist das, weil das sehr schön ist und ich das trotzdem nicht zu Ende stricke. So, das ist, was ist das? Enkas Cardigan von Petit Knit. Ja, ihr kennt alle wahrscheinlich diese Enkas Anleitungen von Petit Knit. Die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie diese Strippenmuster immer in der Passe haben. Ich habe ja so ein Enkas Cardigan für meine Tochter gestrickt und für mich vorher schon angefangen und bisher nie beendet. Ich bin fast fertig mit einem Ärmel und dann hätte ich noch den zweiten Ärmel und ich hoffe sehr, dass diese Strickjacke sich etwas ausdehnt nach dem Waschen. Das Garn ist sehr weich und deutet darauf hin, dass sich das ausdehnen muss. Das ist Cheeky Merino Joy von Rosie Greenwool. Ein sehr, sehr, sehr weiches Garn, wirklich sehr angenehm. Das sind 320 Meter auf 100 Gramm. Ich stricke aber aus irgendeinem Grund mit einer recht dünnen Nadel. Ich glaube, das ist die 3. Also ich kann das unmöglich gerade sehen, welche Nummer das ist. Das müsste die 3 sein. Und das gestaltet sich wirklich so langsam. So langsam. Ja, aber auch das müsste ich zu Ende stricken. Vielleicht etwas länger stricken, weil irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Cardigan mir zu, ja, so die Länge aufweist, die mir nicht so gefällt. Ich weiß noch nicht genau. Ja, ich muss den zu Ende stricken. Ja, ich weiß auch nicht. Ich höre jetzt auf mit dem Beklagen. Das sind wirklich alles wunderschöne Strickstücke, die ich einfach nur nach und nach ganz in Ruhe zu Ende stricken sollte, oder? Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei. Ich hoffe auch, dass ich euch dabei unterstütze. In meiner letzten Folge habe ich ja auf mein Gruppenforum auf Revelry hingewiesen, wo wir den Frühjahrsputzkal von mir austragen. Und auf Instagram könnt ihr auch teilnehmen, wenn ihr das Tag Frühjahrsputzkal von Ilona verwendet und euch, also eure Projekte da fotografiert und postet und mich damit quasi verlinkt. Gerne auch @navamante aufnehmen in eurem Post, damit ich das also auch von Instagram mitgeteilt bekomme, dass ich ja damit angesprochen wurde. Sehr gerne das machen. Und dann hoffe ich, dass wir uns gegenseitig auf dem Weg begleiten können, unsere Projekte fertigzustellen. Bisher hat sich noch niemand gemeldet, der genauso viele oder mehr als ich hat, also genauso viele Projekte oder mehr als ich hat. Aber es haben sich schon ein paar gemeldet, die auch viele haben. Und eine, glaube ich, war dabei, die mindestens 20 Projekte hat, aber noch nicht alle aufgenommen hat. Das heißt, auch da gibt es Chancen, dass meine Schwester im Geiste oder meine Schwestern im Geiste da irgendwie nachziehen und genauso viele oder ähnlich viele Projekte finden. Ich arbeite ganz intensiv daran, meine Projekte fertigzustellen. Ich werde, ja, Progress, nee, wie heißt das, mein Fortschritt, ich werde meinen Fortschritt in dem Abspann zeigen. Ja, ich stricke nach und nach und die Sachen liegen aber auch jetzt wieder in unterschiedlichen Räumen verteilt, weil ich die 2 Projekte, an denen ich am intensivsten stricke, ja, so strategisch ja, so im Haus verteilt habe, dass ich sie auch nicht übersehen kann und an ihnen dann auch wirklich intensiv weiterarbeiten kann. Ja, genau. Wir haben nicht mehr so viel, also eigentlich recht wenig noch übrig. Das werde ich dann in der nächsten Folge zeigen. Und ich denke, die nächste Folge wird dann quasi der Abschluss meiner Inventur sein. Und ja, dass wir dann bei unserem Frühjahrsputzkall
einfach nur unsere Sachen fertig stricken. Das heißt überhaupt nicht natürlich, dass ihr nichts Neues anstricken dürft. Das war jetzt oder das ist jetzt quasi nur meine Art, damit umzugehen, dass ich so viele Projekte auf den Nadeln habe. Das hat wirklich Überhand genommen in den letzten Monaten. Das Anstricken oder Anschlagen neuer Projekte hat für mich als Stressableiter gedient, muss ich ehrlich zugeben. Und es gab genug Stress, es gab traurige Sachen, die in meinem Leben passiert sind. Und dennoch, wenn ja so viele offene, so viele unbeendete, unabgeschlossene Projekte anfangen zu belasten, dann sollte man denen den Kampf ansagen. Und das habe ich getan. Und das werde ich jetzt im Laufe des Jahres hoffentlich mehr als weniger stringent durchziehen und euch nicht nur die Fertigstellung alter Projekte zeigen, sondern auch tatsächlich meine Zwischenziele erreichen. Dann darf ich auch neue Projekte anschlagen und dann werde ich euch hoffentlich auch mit neuen Projekten bald erfreuen. Also verabschiede ich mich jetzt und ich wünsche euch eine schöne Tageszeit, schönes Stricken und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.